Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Kochrezept und zwar gibt es was Einfaches, was mega leckeres und was auch ziemlich schnell geht. Ihr müsst ehrlich nicht viel machen. Und zwar, ihr braucht jede Menge Gemüse. Ja, ich habe hier eine Zucchini, eine Aubergine, Pilze, Paprika, so kleine Kartoffelchen. Gurken, genau, das ist eine Gurke. Das ist eine Karotte. Das Ganze brauchen wir. Und dann brauchen wir noch Ofenkäse. Und dann noch ein bisschen Olivenöl. Und ich benutze da immer dieses Bruschetta. Also ich sage Bruschetta, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, keine Ahnung. Aber das ist dieses Gewürz für dieses italienische Brot mit Tomaten drauf. No? Das benutze ich da. Und was wir daraus machen, ganz einfach. Und zwar Ofengemüse mit Ofenkäse. Viel Spaß! Ihr braucht eine hitzebeständige Form. Ich habe hier meine Tartform genommen. Ihr könnt aber auch ein ganz normales Backblech nehmen. Aber in der Tartform sieht es richtig toll aus. Das seht ihr dann zum Schluss an den Bildern. Ja, dann fange ich an mit den Karotten. Die müssen natürlich erst geschält werden. Dann schneide ich die beiden Enden ein bisschen ab und dann muss man sie stifteln. Ich weiß nicht, wie ihr dazu sagt, aber ich sage immer in Stifte schneiden, also stifteln. Und zwar einfach die Karotten halbieren, nochmal halbieren, also zweimal senkrecht einschneiden und dann einmal in der Mitte durch und dann nochmal in der Mitte durch. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Schaut euch einfach das Video an, dann wisst ihr, wie ich es gemacht habe. Und dann habe ich meine gestiftelte Karotte. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch so groß lassen, wie sie ist. Denn ich habe es jetzt etwas kleiner gemacht, weil eben in der Tartform so eine lange würde viel Platz wegnehmen. Weiter geht's mit den Kartoffeln. Ich habe hier so die klitzekleinen Kartoffeln genommen. Ich finde die einfach perfekt für Ofenkartoffeln. Da muss man nicht großartig viel tun. Und wenn man die auch zurechtschneidet, haben sie so eine richtig schön, wie sagt man, sie sind so richtig schön Mundstückchen mäßig groß. Ja, also die waschen und vierteln und nicht schälen muss man nicht. Außer ihr wollt die Schale nicht, dann könnt ihr das natürlich schälen. Dann bei den Champignons dasselbe. Ich putze die nicht, außer es ist zu viel Erde dran. Dann vielleicht ein bisschen mit Zewa oder mit Küchentuch abwischen und dann ebenfalls vierteln. Wer mag, kann sie aber auch in Scheiben schneiden. Aber ich finde, so für Ofengemüse sind sie geviertelt besser. Weiter geht's mit der Paprika. Die wird auch grob geviertelt, gewürfelt. Einfach das Kernhaus entfernen, dann den Strunk natürlich auch waschen. Und dann die Zucchini. Ich habe jetzt hier nur eine halbe genommen. Wie gesagt, das Rezept ist für 2 Personen. Ich bin nicht ganz so der Fan von Auberginen. Nicht Auberginen, das ist eine Zucchini. Und deswegen tue ich da jetzt gar nicht so viel rein. Und die wird dann ebenfalls gewaschen und auch geviertelt. Ja, und das war jetzt mein ganzes Gemüse. Ihr könnt natürlich auch anderes Gemüse nehmen, wie Spargel jetzt zum Beispiel. Jetzt gibt es ja Spargel, der passt noch sehr gut dazu. Pastinaken kann man auch dazu geben. Andere Karotten in anderen Farben. Also da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ja, mein Gemüse ist fertig. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe auf meine Tartform ein Backpapier gelegt. Und da schlichte ich jetzt einfach mein Gemüse da drauf. Das sieht jetzt schon toll aus. Also ich finde das mit dieser Tartform echt eine coole Idee. Ein bisschen zweckentfremdet. Dann wird mein Gemüse gewürzt natürlich. Und zwar mit Salz und Pfeffer. Und dann kommt mein Bruschetta-Gewürz dazu. Das könnt ihr auch weglassen. Ihr könnt dann auch noch mit anderen Kräutern würzen, wie Chili, Oregano, Basilikum, also was ihr halt gerne mögt. Und dann kommt noch Olivenöl darüber. Also das ist ganz wichtig, bei Ofengemüse kommt Olivenöl drauf. Und das auch nicht gerade wenig. Dann wird das Ganze vermengt, einfach verrühren, dass schön alles bedeckt ist, also dass jedes Gemüse ein bisschen was abbekommt. Und dann geht mein Gemüse für gute 15 Minuten als erstes in den Ofen. Nach den 15 Minuten stelle ich einfach den Ofenkäse mit hinein. Der Ofenkäse darf jetzt so 10 Minuten mit backen und dann muss man ihn einschneiden oben. Und zwar so kreuzförmig.
Steht auch hinten auf der Verpackung drauf. Und dann klappt man das einfach so um. Das sieht dann richtig toll aus. Ah, ist schon was Feines, so ein Ofenkäse. Mit Baguette auch. Total lecker. Aber mit Gemüse mal was anderes. Ja, und dann darf der nochmal für gute 12 Minuten mit. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Kühlschrank, in den Ofen. So sah jetzt mein Gemüse aus. Ah, das war so lecker. Das hat auch schon so toll geduftet. So sah es aus. Und jetzt halt ganz einfach. Jetzt wird in der Mitte einfach ein bisschen Platz gemacht. Einfach ein bisschen alles auf die Seite schieben. Und da darf jetzt mein Ofenkäse Platz nehmen. Und dann sieht das Ganze doch total lecker aus. Noch ein bisschen alles wieder zumachen. Also ich mag sowas echt gern. Also das geht so herrlich einfach. Ist zum Teil auch gesund, wenn der Käse nicht so viel Fett hätte. Und ja, das ist einfach doch, die sind die besten Rezepte. Und jetzt dann für den Sommer sowieso super gut geeignet. Und wer Käse mag, der wird es lieben. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich auch noch einen tollen Tag. Bleibt gesund und bitte passt auf euch auf. Und bis demnächst. Tschüss.